Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und dieses Mal geht es um die ungewollte Kinderlosigkeit. Bleiben Sie dran. Ungewollte Kinderlosigkeit ist kein Einzelfall mehr und in Bremen gibt es mindestens 3 Anlaufstellen, die für Kinderwunsch inserieren und die können offensichtlich auch ganz gut davon leben. Wie kommt es dazu? Normalerweise muss man natürlich ein paar Grundgeschichten beachten. Also, ein männlicher Samen ist ungefähr 36 Stunden befruchtungsfähig. Ein weibliches Ei ist ungefähr 6 Stunden befruchtungsfähig. Ein Eisprung findet einmal im Zyklus statt. Dieser ist bei wechselnden Zyklen rückzurechnen, nämlich 12 Tage vor dem ersten Tag der Blutung. Wenn man also taktisch vorgehen möchte, sollte man 11 bis 10 Tage bevor also dieser erwartete Eisprung da ist, und dafür braucht man nicht ständig irgendwelche Temperaturen zu messen, das macht man einfach so, sollte man nett zueinander sein. Und es ist dabei scheinbar gar nicht so wichtig, dass man jetzt tagelang den Samen irgendwo aufspart, sondern es zeigt sich sogar bei häufigerem Samenerguss, dass auch die Qualität des Samens dabei nicht abnimmt. Es müssen natürlich ein paar da sein, wenn der Mann, der ja auch zur Fruchtbarkeit beiträgt, zu wenig Samen hat oder unausgereifte Samen hat oder zu viel Kontakt zu irgendwelchen Giften hatte oder seinen Laptop ständig auf dem Schoß hat oder auch noch auf einer beheizten Unterlage sitzt, bei langen Autofahrten zum Beispiel, dann kann auch das dazu führen, dass die ausgelagerten Hoden, die ja nicht ohne Grund ausgelagert sind, denn sie sollen ja kälter gehalten werden als 37 Grad, dazu führen, dass sie überwärmt sind und dass der Samen eben nicht zur normalen Reife heranreift. Und Samen braucht im Schnitt so zwischen 74 und 78 Tage für einen Reifungsprozess. Also muss man auch über ein 2,5 bis 3-monatiges Zeitfenster nachdenken, wenn es darum geht, die Samenqualität zu verbessern. Das Ei, das da springt, wird im Grunde genommen aufgefangen und dann in den Eileiter geleitet und dort soll es ein sogenanntes Rendezvous zwischen dem Ei und der Samenzelle geben. Damit das Ei sich dort gut bewegen kann, müssen die Fimbrien da drin, also sogenannte kleine Flimmerepithelien, in der Lage sein, das Ei dann im Nachgang auch in die Gebärmutter hinein zu transportieren, wo es sich dann im Endometrium, also der Auskleidung dessen, was, wenn die Menstruationsblutung stattfindet, abgestoßen wird, einnistet. Und in dieser Einnistung muss sich dann, nachdem sich so ein kleiner Zellhaufen da gebildet hat, im Verlauf auch ein Mutterkuchen bilden, die Plazenta. Und die muss vernünftig einwachsen in die Gebärmutterwand und dort findet der Austausch von Sauerstoff und Nährstoffen und Giftstoffen und so weiter statt. Und das muss die ganze Schwangerschaft, nämlich 38 bis 40 Tage, halten. Wenn es in diesem Bereich auf der hormonellen Schiene oder auf der Belastung mit toxischen Metallen oder mit Weichmachern oder mit Hormondisruptoren, die es aus der Gruppe der Weichmacher oder der Metalloöstrogene gibt, oder wenn die essentiellen Mikronährstoffe dazu fehlen, wenn die essentiellen Fettsäuren nicht ausreichend da sind, wenn bestimmte Aminosäuren nicht da sind, wenn Eisen wieder nur so wenig da ist, dass man da gerade mit überleben kann, also ein Improvisationsstoffwechsel stattfindet, muss sich der Körper entscheiden zwischen Mutter oder Kind. Und je früher in der Schwangerschaft wir sind, umso eher entscheidet sich die Natur für die Mutter. Und wenn wir also über Kinderlosigkeit, ungewollte Kinderlosigkeit sprechen, dann sollten wir uns nicht nur darum kümmern, wie man ein Ei gewinnen kann, wie man in einem Reagenzglas ein Ei und eine Samenzelle zusammenbringen kann, wie man die dann sozusagen in die Gebärmutter transportieren kann und wie man mit der Gabe von irgendwelchen Hormonen den Eisprung fördern kann oder das Einnisten des Eis und die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft über zunächst Gelbkörper und dann Progesteron, also Schwangerschaftshormon, sicherzustellen, sondern wir sollten uns auch um diese ganzen anderen Stoffe mal kümmern, denn die sind nicht nur für die Mama da und das auch schon in einer potenziellen Schwangerschaft, sondern natürlich auch die Grundlage dafür, dass das Kind auch ein gesundes Kind wird,
eine optimale Entwicklung bekommt, dass die Genetik sich vernünftig ausbreiten kann und dass es ein Kind wird, was später gefordert und nicht zwingend gefördert werden muss. Wenn Sie das interessiert und wenn das eins Ihrer Probleme ist, dann sollten Sie sich Leute suchen, Ärzte suchen, die sich umweltmedizinisch oder im Bereich der Orthomolekularmedizin mit genau diesen Themen beschäftigen. Es sei denn, Sie haben eine Kinderwunschklinik, die auch das mit berücksichtigt, dann sind Sie goldrichtig. Und ja, viel Erfolg dabei. Dann kommt der Storch.